Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute sprechen wir über Geburtstage in Deutschland und darüber, wie Menschen hier feiern. Bleibt gerne dabei und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Folge verpasst. Schön, dass ihr wieder da seid. In dieser Folge lernen wir viele typische Ausdrücke, hören echte Alltagssituationen und sprechen darüber, was für viele Ausländer am Anfang ein bisschen überraschend ist. Lasst uns direkt anfangen. Als ich zum ersten Mal einen Geburtstag in Deutschland erlebt habe, war ich wirklich überrascht, wie locker und ruhig viele Menschen feiern. In meinem Heimatland ist ein Geburtstag oft ein großes Ereignis mit vielen Gästen, viel Essen und lauter Musik, aber hier wirkt alles ein bisschen entspannter und manchmal sogar sehr ruhig. Ja, das stimmt. Viele Deutsche mögen es, ihren Geburtstag eher klein zu feiern, nur mit Familie oder ein paar Freunden. Viele sagen oft, ich mache es dieses Jahr ganz gemütlich. Für viele ist wichtig, dass der Tag angenehm ist und dass niemand Stress hat oder etwas Übertriebenes macht. Was mich am Anfang auch überrascht hat, war die Regel, dass man niemanden vor dem eigentlichen Datum gratulieren darf. Viele Leute sagen hier, vorher gratuliert man nicht, das bringt Pech. Ich habe das früher nicht gewusst und war einmal kurz davor, jemanden früher zu gratulieren, aber zum Glück hat mich eine Freundin gewarnt. Genau, das ist eine wirklich feste Tradition. Manche reagieren sogar ein bisschen streng, wenn man es falsch macht. Aber sobald der Tag da ist, sagen alle, alles Gute zum Geburtstag oder herzlichen Glückwunsch. Diese Sätze hört man überall, im Büro, in der Schule oder sogar beim Bäcker, wenn man jemanden kennt. Was ich auch interessant finde, ist, dass viele Menschen ihren Geburtstag selbst organisieren und sogar selbst den Kuchen bringen. In vielen anderen Ländern bringt der Gast etwas mit, aber hier sagt der Gastgeber oft, ich kümmere mich darum. Das fühlt sich zuerst ungewöhnlich an, aber dann merkt man, dass es eigentlich sehr praktisch ist. Viele sagen auch gern Sätze wie „Komm einfach vorbei, wenn du Zeit hast“, weil Geburtstage oft flexibel sind. Es gibt manchmal keinen festen Plan, sondern die Leute sitzen zusammen, trinken Kaffee, essen Kuchen und reden viel über den Alltag. Es ist nicht laut, aber dafür sehr angenehm und freundlich. Und wenn man das ein paar Mal erlebt hat, versteht man langsam, wie unterschiedlich Kulturen mit einem so wichtigen Tag umgehen. Gleichzeitig merkt man, dass es egal ist, wie man genau feiert. Wichtig ist, dass man mit Menschen zusammen ist, die man mag, und dass der Tag warm und positiv bleibt. Wenn Erwachsene in Deutschland Geburtstag feiern, machen sie es oft ganz einfach und gemütlich. Viele sagen gern den Satz, ich feiere nur klein. Das bedeutet, dass nur ein paar Menschen eingeladen sind und man zusammen Kaffee trinkt oder abends etwas Leckeres kocht. Besonders typisch ist eine kleine Feier zu Hause. Man sitzt am Tisch, redet über die Woche und isst ein Stück Kuchen. Viele bringen etwas Kleines mit und sagen, ich habe dir etwas mitgebracht. Es muss nichts Großes sein, denn in Deutschland zählt eher die Aufmerksamkeit als ein teures Geschenk. Manche Erwachsene gehen aber lieber in ein Restaurant oder in eine Bar. Dort reserviert man oft einen Tisch und sagt, wir treffen uns um 7 Uhr. Dann sitzen alle zusammen, bestellen ihr Essen und genießen den Abend. Es ist ruhig, freundlich und niemand hat Stress mit Vorbereitungen. Im Büro läuft ein Geburtstag oft anders. Viele Kollegen erwarten nicht, dass sie für den Mitarbeiter etwas Großes organisieren. Stattdessen bringt der Geburtstagsperson selbst Kuchen oder Brötchen mit. Viele sagen dann, bedient euch gern. Das ist hier einfach eine Gewohnheit.
Was ich auch oft höre, ist der Satz: Sag einfach Bescheid, wenn du kommst. Manchmal wissen Gastgeber nicht genau, wie viele Leute kommen, aber das macht ihnen nichts aus. Die Stimmung bleibt locker und jeder fühlt sich willkommen, auch wenn er nur kurz vorbeischaut. Wenn man eingeladen wird, ist es üblich, eine kleine Aufmerksamkeit mitzubringen, zum Beispiel Blumen, Schokolade oder eine Flasche Wein. Die Leute sagen oft, das ist nur eine Kleinigkeit. Es zeigt Respekt und Freundlichkeit und man fühlt sich gleich wie ein Teil der Gruppe. Viele feiern auch gerne draußen, besonders im Sommer. Man macht einen kleinen Grillabend im Garten oder im Park. Alle bringen etwas mit und teilen es. Die Leute sagen dann häufig: Lass uns zusammen etwas Schönes machen. Es geht nicht um Perfektion, sondern um das Zusammensein. Am Ende merkt man schnell, dass Geburtstage bei Erwachsenen ruhig, entspannt und herzlich sind. Man lacht viel, redet über das Leben und genießt den Moment. Es ist eine Art, den Alltag für ein paar Stunden zu vergessen und einfach Zeit miteinander zu verbringen. Kindergeburtstage in Deutschland sind oft sehr bunt und gut organisiert. Viele Eltern sagen gern, die Kinder sollen Spaß haben. Deshalb planen sie kleine Spiele, bereiten Snacks vor und überlegen sich ein Thema wie Piraten, Prinzessinnen oder Tiere, damit die Feier für alle Kinder spannend bleibt. Besonders beliebt ist es, eine Gruppe Kinder nach Hause einzuladen und zuerst zusammen zu essen. Es gibt oft Kuchen, Obst und kleine Süßigkeiten. Viele Eltern sagen dann: Greif zu, nimm dir, was du magst. Die Kinder fühlen sich dabei frei und entspannt und die Stimmung bleibt freundlich. Viele Familien feiern aber auch draußen, zum Beispiel auf einem Spielplatz oder in einem Park. Dort können die Kinder rennen, klettern und laut sein, ohne dass es stört. Oft hört man den Satz: Hauptsache, die Kinder können sich austoben. Und das klappt draußen natürlich besonders gut. Ein wichtiger Teil ist auch die Schatzsuche. Das nennt man hier Schnitzeljagd. Die Kinder bekommen kleine Aufgaben und suchen gemeinsam nach einem Schatz. Die Eltern sagen oft: Ihr schafft das schon. Das macht den Kindern Mut und bringt viel Freude in die Gruppe. Am Ende der Feier bekommen die Gäste kleine Geschenke, die man Mitgäpsel nennt. Das können Süßigkeiten, kleine Spielzeuge oder Sticker sein. Viele Eltern sagen dabei freundlich: Schön, dass du da warst. Das ist eine nette Art, sich bei den Kindern zu bedanken, dass sie mitgefeiert haben. Was ich interessant finde, ist, dass die Feiern oft nur 2 bis 3 Stunden dauern. Die Eltern sagen oft, das reicht vollkommen. Kinder werden schnell müde und eine kurze, aber liebevoll geplante Feier macht meist allen mehr Spaß als ein sehr langer Tag voller Aktivitäten. Und was auch auffällt, die Eltern bleiben meistens nicht dabei. Sie bringen ihr Kind zur Feier und holen es später wieder ab. Viele sagen: Melde dich, falls etwas ist. Das zeigt Vertrauen und macht die Kinder selbstständiger, weil sie lernen, ohne Eltern Spaß zu haben. Insgesamt sind Kindergeburtstage in Deutschland freundlich, hell und gut organisiert. Man merkt, dass es vor allem darum geht, dass die Kinder eine schöne Zeit zusammen haben. Und wenn man das ein paar Mal erlebt hat, versteht man sehr gut, warum diese Art zu feiern so beliebt ist. Auch wenn Geburtstage in Deutschland schön und gemütlich sind, gibt es trotzdem Dinge, die für viele Menschen am Anfang ein bisschen ungewohnt wirken. Viele sagen zum Beispiel: Bei uns zu Hause läuft das ganz anders. Und genau das merkt man, wenn man zum ersten Mal in einer deutschen Familie feiert. Eine Sache, die manche überrascht, ist, dass viele Feiern relativ früh enden. Die Leute sagen oft: Ich muss morgen früh raus.
Deshalb gehen viele Gäste schon gegen 10 oder 11 Uhr nach Hause. Es ist nicht unhöflich gemeint, sondern zeigt einfach, dass viele ihren Alltag ernst nehmen und ausreichend Schlaf wichtig finden. Manchmal kann auch das Thema Lautstärke schwierig sein. In Deutschland gibt es klare Regeln zur Ruhezeit, vor allem abends. Viele Nachbarn sagen dann, bitte ein bisschen leiser. Das kann für Menschen aus anderen Ländern ungewohnt sein, weil Feiern dort oft lauter und länger sind. Aber die Deutschen legen großen Wert auf Rücksichtnahme. Was auch anders ist, ist der Umgang mit großen, runden Geburtstagen. Wenn jemand 30, 40 oder 50 wird, sagen viele, das ist etwas Besonderes. Dann wird oft größer gefeiert, manchmal sogar in einer Halle oder im Restaurant. Die Stimmung ist trotzdem entspannt, aber man merkt, dass die Zahl eine große Rolle spielt. Einige finden es auch ungewohnt, dass der Gastgeber oft selbst für Essen und Getränke sorgt. Viele sagen, mach dir keine Gedanken, ich kümmere mich. Gäste bringen dann nur Kleinigkeiten mit. Das kann für manche ungewohnt sein, aber es macht die Atmosphäre unkompliziert und nimmt den Druck von allen Beteiligten. Und manchmal passiert es, dass die Party fast zu ruhig ist. Manche sagen dann, hier passiert ja gar nichts, aber die Deutschen mögen es angenehm, ohne Stress und ohne große Überraschungen. Man sitzt zusammen, redet viel und genießt einfach den Moment. Für viele ist das der beste Teil des Tages. Wenn man all diese Unterschiede erlebt, versteht man irgendwann, dass jedes Land seine eigene Art hat zu feiern. Manchmal ist es lauter, manchmal ruhiger, aber am Ende geht es überall darum, einen schönen Tag zu haben und sich mit Menschen zu verbinden, die einem wichtig sind. Jeder Geburtstag zeigt ein kleines Stück Kultur und macht deutlich, wie unterschiedlich Menschen ihren besonderen Tag gestalten können. Und genau das macht solche Erlebnisse spannend und wertvoll. Und egal wie man feiert, wichtig bleibt, dass man den Moment genießt und die Nähe zu den Menschen spürt, die diesen Tag besonders machen. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke und schreibt in die Kommentare, welche Wörter oder Momente euch heute am besten gefallen haben. Der Gastgeber. Ich frage den Gastgeber, ob ich etwas mitbringen soll. Der Gastgeber begrüßt alle Gäste an der Tür. Die Rücksichtnahme. Rücksichtnahme ist wichtig, besonders am Abend. Viele zeigen viel Rücksichtnahme gegenüber ihren Nachbarn. Die Mitgäpsel. Die Kinder freuen sich immer über kleine Mitgäpsel. Jede Tüte mit Mitgäpsel ist bunt gefüllt. Die Schatzsuche. Die Schatzsuche macht den Kindern richtig Spaß. Für die Schatzsuche bekommen die Kinder eine kleine Karte. Der runde Geburtstag. Ein runder Geburtstag wird oft größer gefeiert. Zum runden Geburtstag lädt man oft mehr Leute ein.